Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Neues zum Half-Life 2 Episode 3 Fanprojekt, Game-Update für Anno 1800, Release-Date für 2 Point Museum, Grafik-Update für War for the Overworld und Update 080 für Pioneers of Pagonia erschienen. That's the old passage to Ravenholm. Durch ein ehrgeiziges Fanprojekt soll die Story von Half-Life 2 zu Ende gebracht werden. Da Valve ja bekanntlich den ganzen Spaß mit einem riesigen Cliffhanger nach Episode 2 offen ließ und die eigentliche geplante Storyline mittlerweile durch diverse Leaks in großen Teilen im Netz rumschwirrt, müssen es nun eben wieder die Fans richten. Das Team hinter dem Projekt Borealis hat nun noch für dieses Jahr einen spielbaren Prolog versprochen, der euch zurück ins verschneite Ravenholm führt. Die Fernerweiterung setzt aber anstatt der Source 2 Engine auf die Unreal Engine 5, möchte aber trotzdem das bekannte Movement nach Möglichkeit 1:1 übernehmen. Offen bleibt natürlich, ob das Ganze dann auch mit Half-Life Alyx zusammenpasst und ob Valve tatsächlich in naher Zukunft Half-Life 3 ankündigt, wie aus diversen relativ zuverlässigen Quellen angedeutet. Es ist für das Mod-Team also in gewisser Weise ein Wettlauf gegen die Zeit. Sollte Valve nach so vielen Jahren tatsächlich diesen losen Handlungsstrang selbst aufgreifen, würde man nämlich über Nacht komplett irrelevant werden. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr Videospiele in der Regel deutlich günstiger als auf den Originalplattformen wie Steam und könnt so auch bei Konsolenspielen viel Geld sparen. Aktuell findet ihr hier zum Beispiel das hochgelobte Frostpunk 2 inklusive Mehrwertsteuer für 35 € und spart so 10 € gegenüber dem aktuellen Steam-Preis. Das Beste aber: Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zusätzlich diesen Kanal hier massiv. Da spricht die ganze Welt schon von Anno 117 Pax Romana, welches irgendwann nächstes Jahr erscheinen soll. Dabei ist man streng genommen mit dem guten alten Anno 1800 noch gar nicht fertig. So wurde diese Woche der neue Piratenbuch-DLC veröffentlicht, welchen ich euch in den Anno News schon detailliert vorgestellt habe. Mit dem DLC wurde aber auch für die PC-Version das Game Update 18.3 sowie für die Konsolen Update 6 veröffentlicht. Neben dem allgemeinen Support für die neuen Piraten wurden so auch letzte Bugs getilgt. Klein aber fein wurde hierdurch der Raucheffekt des Nautilus-Skins, welcher mit dem Steampunk-Paket eingeführt wurde, an die richtige Position verschoben, sowie der Soundeffekt einiger Steampunk-Wohnhäuser entfernt, welche viel zu laut waren. PC-Spieler können sich nun zusätzlich über nun richtig funktionierende Ambient-Einstellungen in der Modbar freuen und sollten dazu generell weniger Probleme mit dem Starten von Mods bekommen. Und apropos Instant Gaming, bei meinem Partner könnt ihr die Welt von Anno 1800 bereits ab 15 € betreten. Das ging ja flott. Hat man 2 Point Museum erst kurz vor der Gamescom angekündigt, steht nun bereits das Release-Datum fest. Somit erscheint der 2 Point Hospital und Campus-Nachfolger bereits fix am 4. März 2025. Nicht so geil, aber leider mittlerweile Standard, erscheint der Titel dann in 2 Versionen. So können Käufer der Explorer Edition 5 Tage früher loslegen und sich über diverses Deko-Gedöns freuen. Vorbesteller erhalten versionsunabhängig Sonic-Zeugs, welches schon bei den Vorgängern null ins Spiel passte. Und ja, mal wieder möchte man nur euer Bestes, nämlich euer Geld. Ob der Titel wenigstens was taugt, testen wir dann im Frühjahr gemeinsam. It is time for you to once again take up the reins of evil and carve out your subterranean domain. Bullfrog Productions wurde bekanntlich von EA platt gemacht, bevor es uns das schon angekündigte Dungeon Keeper 3 präsentieren konnte. Die Ideen zu diesem Titel hat aber viele Jahre später das durchaus gelungene War for the Overworld umgesetzt, wessen Team zum Teil aus den ehemaligen Entwicklern bestand. Das bereits ursprünglich 2015 in den Early Access gestartete Spiel wird auch nach seinem Full Release weiterhin gepflegt und ist nun bei Version 2.1.2 angekommen. Durch das Update erhalten die Imps neue Shader, wodurch Details besser zur Geltung kommen sollen, sowie diverse Räume, schärfere Texturen und neue Beleuchtungseffekte. Zudem gibt es mit dem ungebundenen Jünger eine neue Einheit und neben diversen Bugfixes auch einen Leistungsschub durch angepasste Schatten. Wer mit Dungeon Keeper was anfangen kann, sollte hier definitiv mal reinzocken.
than with the newly unearthed Ultimate Edition. Ebenfalls wurde diese Woche das neue Quality of Life Update für Pioneers of Pagonia veröffentlicht. Der Die Siedlererbe erhält dadurch weitere Verbesserungen, wie unter anderem eine leicht angepasste Topbar, in welcher ihr jetzt am linken Bildschirmrand durch 3 vorgefertigte Setups durchschalten könnt. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, alle Items einer Kategorie mit einem einzigen Klick zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit wird es viel einfacher, die Top-Leiste nach den jeweiligen Präferenzen zu strukturieren. Neu ist auch ein Benachrichtigungsverlauf inklusive Toggle-Button, um im Eifer des Gefechts nichts mehr zu übersehen bzw. dann in einer ruhigeren Phase auf Wunsch nachlesen zu können. Das Update hat aber über einen neuen Map-Generator und neue Schatten noch viel mehr zu bieten, weswegen wir das kommende Woche dann noch einmal in den Pagonia News im Detail durchgehen werden. Denn aktuell tobt bei uns hier das fränkische Volksfest und ja, da gehe ich jetzt wieder hin. In diesem Sinne, checkt mal meinen Partner Instant Gaming aus, spart viel Geld und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Kommt gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.